Mega Stimmung soweit. Festhalle Frankfurt, Octagon 36. Hinter mir geht die Action los. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben ein paar coole Eindrücke für euch. Wir haben Interviews, wir gehen Backstage. Und jetzt geht's los. Christian Eckerlins großes Heimspiel. Geil, also die Halle ist schon gut voll. Ich war mir nicht sicher, ob beim zweiten Kampf schon so viel los ist. Ich habe die Fans gut gehört und es hat mich gepusht und ich hatte eine starke Gegnerin und ich habe eine UFC-Veteranin geschlagen. Also ich werde auf jeden Fall noch einen Octagon-Fight machen. Gegen wen steht noch nicht fest, aber ich bin offen für alles. Ja, ich bin froh, dass ich mich weiterentwickelt habe und also das wusste ich auch, dass ich mich weiterentwickelt habe, aber dass ich die Leistung auch in den Kampf reinbringen konnte. Kampf ist immer was anderes als Training. Hat für mich gut funktioniert und da bin ich echt froh drum. Ja geil, also ich habe schon gemerkt, die Handschuhe sind echt krass, also mit den Bandagen. Ich habe schon beim Aufwärmen gemerkt, die knallen richtig, gerade schon bei den Pratzen. Und ich habe sie gut getroffen, ich habe sie eigentlich oft sauber getroffen. Für zweimal hat es halt gereicht, ich hätte halt schneller nachgehen müssen. Habe zu spät vielleicht geschaltet, weil ist dann doch, man rechnet nicht bei jedem Schlag, dass man dann halt gerade zweimal jemanden noch runterschickt. Aber ja, ich arbeite dran, dass ich das nächste Mal auch noch schneller nachgehen kann. Hut ab, Riesenrespekt, toll gemacht. Danke dir. Ich habe ja selber schon mal gekämpft, aber die Gänsehaut, die man da hat, wenn dann 10.000 Leute dann wirklich so voll hinter einem Mann stehen, wirklich, das muss dann schon mega, also das ist ein mega Gefühl einfach. Auf jeden Fall Frankfurt, wir freuen uns auf Christian. Berserker-Mode immer. Also ich will auf jeden Fall ein Finish. Mal sehen wann und wie. Alex, Mann, wir haben ja Backstage gesprochen, da hast du schon gesagt, Berserker-Modus, ja klar, warum nicht? Und dann ziehst du es einfach durch, oder was? Ja, der Plan ist immer, das durchzuziehen. Also immer will ich gewinnen, immer let's go, immer Berserker-Modus. Ja. Wann wusstest du hast den Burschen, du hast den Takedown geholt, lagst so halb auf ihm, halb Full-Mount-Position. Er hat versucht, sich noch abzudrehen, aber dann hast du den Sack zugemacht. Ja, da habe ich sehr kontrolliert gearbeitet. Ich wusste, da ist eigentlich der Kampf schon vorbei. Ja. Dann bist du aber ans Mikro gegangen und auf einmal Martin Zawada, ich will einen Fight. Erzähl uns davon. Ja, Martin Zawada ist ein sehr erfahrener Kämpfer, Legende des deutschen MMAs. Und vielleicht zieht er noch mal die Handschuhe an. Er hat ja erst gegen Pütz gekämpft, deswegen ich möchte die Leiter aufsteigen und deswegen ist er ein sehr interessanter Mann zu kämpfen. Ja. You can try, but I won't stop, won't stop. Won't stop. Won't stop. Won't stop. You can try, but I won't stop, won't stop. I can't be stopped now, I can't stop. I can't be stopped now, I can't stop. I can't be stopped now, I can't stop. You can try, but I won't stop, won't stop. Lions, tigers, bears are my king of the jungle, I stand for the pride. Beat on my chest, that's the rhythm inside. I got so much heart, I'm burning with fire. Wie hast du es denn vernommen? Man hat ja gesehen, du bist vorhin noch auf den Cage gestiegen und ich denke, die meisten Zuschauer, du hast ja auch gehört, haben dich vorne gesehen. Wie kann das sein, dass die Punktrichter dich schon wieder hinten hat? Ja, mich kotzt es einfach an, dass es schon zum zweiten Mal passiert ist gegen ihn. Beim ersten Match war es genauso, dass ich es jetzt nicht geschafft habe. Das kotzt mich an. Und ja gut, er hat mich einmal gut getroffen, hat er mich angeklingelt. Aber gut, man hat ja gesehen, ich war gleich wieder da. Aber ja, ich denke mal, die erste Runde war eher meine, die zweite war seine, die dritte war auch wieder meine, komplett. Aber ja, scheiße. Es kotzt mich an, es kotzt mich an. Alle guten Dinge sind drei. Jederzeit bereit. For me, yeah, this for me. For me and I ain't for free. For me, yeah, this for me. For me and I ain't for free. Pick your head up, no more defeat. Get up off the ground, move your feet. Katharinas Leistung, erzähl uns mal, wie du es fandst.
Ich habe leider nicht den Kampf gesehen. Ich war gerade auf dem Weg, weil wir haben ja... Ich gebe dir nur einen Hint. Erste Runde, gleich 2 Knockdowns von ihr. Okay, krass, sehr geil. Ich werde mir den Kampf auf jeden Fall später anschauen. Sehr geil. Ich habe schon ein Pay-Per-View-Ticket gekauft. Selbstverständlich. Ganz kurz zu dir. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich und wie freust du dich auf später? Ich hatte einen perfekten Weightcut, habe sehr gut geladen. Ich fühle mich super. Beste Voraussetzungen. Was können wir erwarten? Vorzeitig, Finish oder was planst du? Was kommt, kommt. Er gibt alles. Wie immer. Selbstverständlich, immer. Der Terminator ist ready. Ganz viel Erfolg. Yes, danke dir. Für was ganz Besonderes nutzen. Ich würde meine Gratuliere, mein Bester. Wie hast du das Ding erlebt? Erzähl uns erstmal ein bisschen was zum Kampf. Lief so wie gedacht? Ja, ich konnte nicht so lange das Stand-Up halten, weil sich wieder ein Cut geöffnet hat im ersten Clinch-Kontakt. Und ich habe einfach die Schnauze voll, irgendwelche Risiken einzugehen, dass sich der Cut weiter öffnet und es dann später auch noch abgebrochen wird. Deswegen bei ihm hat sich auch ein Cut geöffnet und ich kann am präzisesten arbeiten, wenn ich im Clinch arbeite, um natürlich vielleicht bei ihm den Abbruch zu erzwingen. Und deswegen haben wir geclincht, zweite, dritte Runde. Ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Am Ende ganz klarer Punktsieg. Hast du auch so damit gerechnet, was die Punktrichter angeht? Ja, definitiv. Ich wollte den Kampf eigentlich vorzeitig beenden, aber ich war in der dritten Runde erstaunlich müde und konnte nicht mehr dieses Volumen an Schlägen und diese Intensität halten, die ich in der zweiten Runde an den Tag gelegt habe. Ja. Vor dem Kampf haben wir kurz gesprochen, da hast du gesagt, Carlos Vemola, Sprichwort 2 Terminatoren, Oktagon ist zu klein für 2. Erzähl uns vielleicht nochmal deine Sicht der Dinge. Ist es jetzt laut dir soweit? Ja, also ich bin grundsätzlich bereit für jeden Kampf. Wenn er kämpfen möchte und nicht immer leichte Gegner sich aussucht, die on Short Notice kommen und gar nicht im Contender-Bereich gelistet sind, dann soll er mich kämpfen. Ein paar letzte Worte hätte ich gerne noch von dir über Frankfurt und gleichzeitig der Hochzeitsantrag. Erzähl's vielleicht unseren Zuschauern, was da passiert ist. Ja, ich wollte natürlich diesen speziellen Moment in Frankfurt nutzen und wollte nicht bis zum nächsten Frankfurt-Event warten. Ich habe diesen Plan schon länger und ich habe lange darüber nachgedacht und ich wusste nicht, ob meine Frau das möchte, dass ich das im Cage mache oder meine zukünftige Frau. Aber ich fand es für eine sehr geile Location dafür und ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, kurzfristig den Ring, den ich schon lange mit mir rumtrage und auf diesen Moment warte, für diesen Moment zu nutzen und ihren Heiratsantrag zu machen. Ja, grandios. Also alles Gute für die Zukunft und wir hoffen natürlich, dich dann bald wieder in Aktion zu sehen gegen Carlos Vemola. Danke dir. Danke dir. Vielen lieben Dank.
hältst du denn davon, von Alex Popek, die Herausforderung? Ja, wir werden sehen. Ich bin auch unter Vertrag mit Octagon. Wie gesagt, ich habe Karriere beendet. Sind ein paar Sachen am Laufen. Aber wenn alles gut geht, werde ich vielleicht zurückkehren. Wir werden gucken. Wir bleiben gespannt. Vielen Dank, Martin. Genieß die Show. Ich fühle mich jetzt sehr gut. Ich bin schon jetzt bereit zu kämpfen gegen Kimbo. Du hast alles gemacht, was man tun muss. Man hat es in den Videos gesehen. Gute Vorbereitung, viel Ringen, gute Konditionen. Wie geht der Kampf aus später? Ich habe schon dein Video alles gesehen und ich habe mit meinem Coach Babak und Ivan Hippolyt, wir haben jeden Tag trainiert, am Tag zweimal und ich bin jetzt fit. Finish. Gucken wir. Of course it will be a big war. You know, Hatif is a guy with emotions and when he enters the octagon, it's 100%, it's even 200%. So I predict it won't last longer than 1 or 2 rounds, maximum 2 rounds. But for Hatif is 2 enter, 1 out. Winner coming from the blue corner, Hunter, the Boss Moel. Gib uns deine Prognose. Was glaubst du, wie geht der Rückkampf gegen den Brasilianer aus von Christian? Christian Eckerlin, TKO in Runde 2. Perfekt, lass mal so stehen und drücken die Daumen, dass das passiert. Auf jeden Fall. Viel Erfolg, Christian. Du machst das schon. Du warst gerade dabei, mir zu erzählen, was anders war im Vergleich zum ersten Duell. Ja, war ganz anderer Gegner heute, ne, muss man ganz klar sagen. Viel fitter, viel stärker von der Dynamik, hat Bock gehabt zu kämpfen heute. Ne. Letztes Mal war es annähernd nicht so, hat mich schon gefordert heute. Ne. Und 4 Runden zu gehen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal 4 Runden gegangen bin. Das war mein Titelkampf mit Nihat Nasubovic.
danach war eigentlich immer erste, zweite Runde Feierabend. Das ist halt immer was anderes schon, dann in die 4. Runde zu gehen. Ne? Du hast immer wieder Takedowns geholt, das war auf jeden Fall eine sehr gute Waffe. Damit hast du ihn am Ende knacken können. Wusstest du musst auf den Boden, um diesen Mann so zu besiegen? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Erste Runde habe ich angetestet, wie verteidigt er, was für eine Körperspannung hat er, habe ich sofort gemerkt. Wenn ich das hier 3, 4 Runden so weiter durchziehen werde, schaffe ich es nicht mehr in die 5. Und so, von daher, bisschen Stand, bisschen Boden. Wir kämpfen immer mal, von daher, ich bin in allen Belangen der bessere Mann gewesen. Aber trotzdem, es war ein Gegner, der mir ein bisschen die Stirn bieten konnte heute, aber dann am Ende doch klar besiegt worden ist. Du hast im Vorfeld gesagt, es soll keine Diskussion mehr geben. Denkst du, jetzt ist alles vorbei, jetzt hast du gezeigt, wer der bessere Mann ist? Ja, guck mal, ich habe das auch genommen, wie jeder Kampf auch. Diese ganzen Dummschwätze habe ich eben gesagt, die gehen, können wir mit dem Buckel runterrutschen, können wir mit dem Arschloch. Das interessiert mich ein Scheißdreck. Du kennst mich, ich gebe auf so Leute gebe ich einen Scheiß. Das sind alles nur kleine Neider, die zu Hause sitzen, nichts im Leben erreicht haben, geschweige denn Sport machen oder sonst irgendwas. Einfach Neider. Deswegen gibt es darüber nichts zu sagen. Wir haben das heute geklärt. Ich bin als Sieger rausgegangen und der Rest soll's Maul halten. Ja, Mann. Wir haben zuletzt gesprochen, seit 2017 nicht mehr verloren, 8 Fights in a row. Wie soll es bei dir weitergehen? Was sind die nächsten Ziele? Wie es weitergeht. Du weißt, für den Titel brauchst du noch 1, 2 Kämpfe, glaube ich. 4 Runden, das war schon knackig heute. Und dann, wenn es der Weltgewichtstitelträger, der ist schon eine Hausnummer, da kann man sagen, was man will. Egal, das ist ein Top-Kämpfer, ich respektiere ihn, finde ihn auch seinen Kampfstil sehr gut. Da muss man nochmal auf jeden Fall über die Runden gehen und dann muss man da schon topfit vorgehen. Und wie gesagt, ich bin nicht mehr der Jüngste. Man merkt es, irgendwann mit 28, 26 habe ich gedacht, okay, wenn das mir ein 35er sagt, ja, alles klar. Aber wenn man dann ins Alter kommt, merkt man schon, man braucht mehr für die Regeneration. Aber ich bin topfit, das Wichtigste ist verletzungsfrei. Natürlich tut mir jetzt alles weh, aber es ist ganz normal. Ich danke allen da draußen, die jeden Tag an mich geglaubt haben. Weil ich bin jetzt am Ende, ich gehe jetzt ein Bierchen trinken. Vielen Dank an dich, vielen Dank Leute, macht's gut. 4 Runden von Christian Eckerlin, also jetzt spannender gemacht, als der eine oder andere gedacht hat, oder? Ich weiß nicht, warum er uns das angetan hat, Mann. Also ich habe ehrlich gesagt 2. Runde diesmal. Erste Runde wieder ein bisschen antasten, 2. Runde runterholen. Ich habe ihn ja beim Training beobachtet, eine Woche vorher. Und er hat oft genau das trainiert. Ne? Kurz zeigen, runter zum Takedown, runterholen und dann am Boden Ground and Pound. Und Ground and Pound, Strike, 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 zack, rein für einen Rear Naked Choke. Also man hat jetzt 2 Runden lang gefischt, ne? Er ist versucht. Genau, aber er hat es am Ende geschafft. Hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. Aber Oliveira war gefährlich wieder. Der war gut vorbereitet diesmal, konditionell deutlich stärker gewesen als beim letzten Mal. Diesmal, beim ersten Mal hat er nicht so gut verteidigt, die Takedowns von Christian. Ne? Die sind sofort durchgegangen und am Boden hat er auch keine großartige Antwort gehabt. Diesmal, der hat richtig gut verteidigt. Ne? Der kam auch immer super schnell wieder hoch. Ne? Ja, also wirklich sehr starke Leistung von ihm. Viele, schau mal, ich bekomme ja immer das mit. Ne? Viele haben gesagt, okay, pass auf, im ersten Kampf, da ist ja das Debakel gewesen. Jetzt wird Octagon den zum Beispiel kaufen, dass er herkommt, beim zweiten Mal klar verliert oder so richtig sich fallen lässt, damit Christian gut dasteht. Aber ganz im Gegenteil. Ne? Oliveira ist gekommen, hatte vor, hier den Kampf zu gewinnen, ganz klar. Hat einen richtig guten Kampf gemacht. Hat den Kampf verloren, aber ey, es gibt halt nur einen Sieger. Ich freue mich natürlich darüber, dass es Christian war und jetzt bin ich erleichtert. Ja. Hatif Moel, Co-Main Event, gerade gesehen. Sehr erfolgreich gewesen. Der Mann zu meiner Linken, du hast den Grizzly aus Amerika besiegt und das vorzeitig. Lass uns vielleicht in Runde 1 kurz gehen. Da hast du sehr viel mit Takedowns versucht zu arbeiten. Er war aber sehr, sehr zäh. Mein Gegner Kimbo, der kommt von Amerika, der war richtig stark. Der war damals bei UFC, der hat bei UFC 3-mal gekämpft. Und ich habe immer versucht, ihn runterholen. Aber der war sehr, sehr stark. Der wollte mich immer mit Haken schlagen. Aber ich habe schon versucht, einmal Takedown, runterholen, 2. Runde und dann mit Ellbogen fertig machen. Wir mussten das Interview kurz abbrechen. Der junge Mann musste zur Pressekonferenz, jetzt ist er wieder zurück. Lass uns über den Finish ganz kurz sprechen. In Runde 2 hast du richtig Gas gegeben, Knie zum Körper, das volle Programm und den Finish geholt. Wie hast du es erlebt? Ich habe 2. Runde meine alles gegeben. Ich habe ihn runtergeholt, habe ich mit Ellbogen auf Augen habe ich kaputt gemacht und mit Knie auf Leber und dann habe ich ihn fertig gemacht. Sensationelle Leistung. Dann auf der Pressekonferenz und auch im Cage hast du schon gesagt, was als nächstes für dich geplant ist. Was soll es sein? Du hast gesagt, den Titel willst du haben. Ja, ich werde nächstes Mal bei Octagon in München, ich glaube. Ich werde da Kicker kämpfen und dann ich werde da Champion. Gegen wen willst du kämpfen? Ich weiß nicht, die entscheiden selber. Für mich ist es egal. Egal wer kommt, ich kämpfe. Mit egal wer kommt, ich kämpfe mit jedem.
Weil in Deutschland gibt nur einen Boss. Eine Abschlussfrage. Auf der Pressekonferenz hast du gesagt, Carlos Vemola, den willst du haben. Kein Problem. Wenn der Schwergewicht kommt, ich kämpfe mit ihm gegen den gerne. Gerne. Ich hau dem erste Runde K.O. Erste Runde, ich mach den fertig. 100%. Der Boss hat gesprochen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ein hervorragender Abend geht zu Ende bei Octagon 36 hier in der Frankfurter Festhalle. Ihr seht es im Hintergrund, es wird fleißig abgebaut. Christian Eckerlin hat die Revanche sich sozusagen holen können auf Papier. Das erste Ding hat er eigentlich auch gewonnen. Dann gab es den No Contest, die Caddy Story. Jetzt gibt es keine weiteren Fragen, keine Diskussionen. Er hat sich quasi das, was er vorgenommen hat, tatsächlich dann auch geschafft. Stefan Pütz hat im Vorfeld auch gewonnen, auch sehr dominant. Carlos Vemola vielleicht sein nächster Gegner, also da können wir auch gespannt sein. Heiratsantrag haben wir auch gesehen heute bei Octagon im Cage. Hatef Moel, sehr, sehr dominant, hat gesagt, er will sich demnächst hier den Titel holen im Schwergewicht. Also es ist noch sehr, sehr viel passiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die ganzen Highlights, die ihr bei uns gesehen habt. Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann gerne mit einem Einkauf bei ESN. Ansonsten benutzt vielleicht auch den Code Eckerlin oder den Code T800, dann freuen sich die Athleten. In diesem Sinne, bleibt uns treu, verfolgt uns weiter auf Fight One. Bis zum nächsten Mal.